Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Trades from Zero. Wir befinden uns nach wie vor in der riesengroßen Villa von dem Politiker Hartman, der seine Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hat, um die schwarze Auktion hier stattfinden zu lassen. Eine semi-legale Veranstaltung, wo semi-legale und kriminelle Leute zusammenkommen. Nicht alle, aber einige, um hier für Dinge, Objekte zu bieten, die wir heute höchstwahrscheinlich zu Gesicht bekommen werden. Wir haben beim letzten Mal hier ein bisschen connected mit dem einen oder anderen, haben einige bekannte Gesichter getroffen, uns hier mit dem Aufbau dieser Villa ein bisschen vertraut gemacht. Und jetzt läuft das auf das große abendliche Highlight hinaus, denn wir stehen kurz davor, dass die Auktion beginnt und ich bin sehr gespannt und habe mich sehr auf die Folge heute gefreut. Mal gucken, was passiert. I wasn't expecting this. I was sure they tried to pull something stupid by now. Nothing out of the ordinary so far, boss. Besides, I doubt even Hiyu could pull off something big enough to ruin Speaker Hartman's rep. Don't underestimate them, dumbass. Forget Yin. I've heard stories that this cow guy's even got Hayu's old guard on edge. If they catch you with your guard down, you're as good as dead. Sorry, boss. Anyway, something just feels off with this year's auction. I have a feeling that someone besides Hiyu is messing with us. That's what my gut says, at least. Na, hat scheinbar ein gutes Bauchgefühl, der Dude. Ich weiß nicht, ob er auf uns anspielt oder auf noch einen anderen Player hier in der Runde. Really? Is that your Jäger instincts talking? Sure, something like that. Wussten wir vorher schon, dass Garcia einen Jäger-Background hat? Das stand bestimmt irgendwo mit drin bei den Informationen, die wir damals über das Terminal abrufen konnten, ne? Wo wir sehr detaillierte Informationen bekommen haben, aber das hier hatte ich schon wieder außer Acht gelassen, wenn es da überhaupt drin stand. Or maybe I'm just getting old. I'd love if everything went off without a hitch, but I just can't shake this feeling. It's the same feeling I used to get before going out on a hunt. Na, ob das so lustig ist? Ich bin mir nicht sicher. Oh oh. Ey, bloß die Fassade aufrechterhalten. Ich würde nicht auf den zugehen und mit dem sprechen. Hieß Garcia Rossi. Ups, und schon ist die Aufmerksamkeit bei uns. Und Garcia müsste uns eigentlich wiedererkennen. Und ich glaube, jetzt haben wir ein Problem. Bei dem haben wir schon mal gegenüber gesessen. My apologies. My name is Garcia Rossi. I'm in charge of tonight's security detail. As a part of that, I make sure to patrol this area every so often. Please forgive me for any inconvenience that may cause. Oh, it's no trouble at all. I can see you're all doing a great job. If we keep talking to him, he's bound to... Der ist nicht auf den Kopf gefallen, der weiß, wer wir sind. I can't shake the feeling that we've met somewhere before, sir. Oh, es war so dumm, den anzusprechen. I think it might just be your imagination. Nein, du kannst den, glaube ich, nicht für dumm verkaufen. I doubt I forget meeting such a mountain of a man as yourself. Haha, you may be right. Still, just to be safe, do you mind telling me your name? Sure, I don't see why not. Guy Bennings, pleased to meet you, Mr. Rossi. Guy. Something about that rings a bell. Wir sind so dumm. Also wenn wir jetzt auffliegen, dann ist das komplett unsere eigene Schuld. Das hat schon angefangen mit der Wahl des Namens, was übelst unklug war. Und den jetzt hier anzuquatschen, nee, Leute, das war kein kluger Move. Crap, did I screw up? Yep. What should we do? Hehe, sorry I'm late. Irgendjemand hilft uns jetzt. Oh, Belle! Die kenne ich noch! Ihre Frise, unverkennbar. Hä? Hoffentlich verrät sie uns nicht, aber Ellie verrät sich wieder selber, indem sie direkt anspricht. Also irgendwie sind wir nicht die Allerhellsten gerade. Belle? Aber sie sieht schnieker aus. Hatte sie beim letzten Mal das Gleiche an? Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber ich mag das mit dem Kragen irgendwie. Good evening, Guy. Fancy meeting you in a place like this? Yeah, you too. Yes, quite unexpected. And who might you be, madam? I'm Maribel Croix.
A pleasure to meet you. Croix, as in the IBC? You have my sincerest apologies, Miss Croix. I was told you'd be attending. I take it you finally decided to accept our invitation this year? I thought it would paint me in a bad light if I kept on refusing your kind offers. Also, these two guests are dear friends of mine. Is there some sort of problem here? Ich glaube, sie will uns gerade einfach nur helfen und ablenken. Oh, of course not. Allow me the privilege of welcoming you to the Schwarze Auktion one more time. Aber Garcia wird trotzdem 1 und 1 zusammenzählen können, also es würde mich überraschen, wenn nicht. Would you like me to show you to where Speaker Hartman is? I will pay our beloved speaker a visit later. In the meantime, could you have a room prepared for me? I've been in a business meeting a good portion of the day and would love to get a bit of rest. Very well. Gutes Ablenkungsmanöver auf jeden Fall. You heard her. Miss Croix would like a room prepared. You better watch yourself and treat her with the utmost respect, alright? Yes, sir. Please, Miss Croix, allow me to show you to your room. Da sind wir bestimmt schon drin gewesen. Ich wollte gerade sagen, den Raum kennen wir doch. Hehe, so that's what's going on. Quite a bold move, guys. Yeah, well, I could see how it might seem like we're doing this for our own self-satisfaction. Don't get me wrong, I like your idea. If you weren't as determined as you are, there's no way I would allow you to be one of Ellie's co-workers. Belle, please stop. What are you doing here anyway? From what you said earlier, it sounded like this is your first time attending. Well, you see, I receive invitations from Speaker Hartman every year, practically begging me to come. But as I'm sure you know, he's a man who has connections with some especially unsavory individuals. My father is never short of excuses every year to avoid attending, but it was always more difficult for me to dodge the invite, and so I was finally forced to give in this year. I see, that does make sense. Das heißt, der Onkel ist nicht anwesend, nur sie. It does? Why is that? I've mentioned it before, but Belle handled some of the IBC's work for her father. Actually, she's the one responsible for all of Michelin's current development projects. Uh-huh, really? You say that, but I only really manage the hotel and theme park. That's the reason why I couldn't decline yet another invitation from Speaker Hartman, given that he's lived here for so long, and so I decided that I would attend this year's Schwarze Auktion. So that's why. Hatte Ellie gerade einen komischen Blick? Ich habe das zu schnell weggedrückt. What is it, Ellie? Ja, scheinbar schon. You want to say something, right? Your face gives it away. Yes, well, Belle, I know you, and you wouldn't participate in something unless you were at least a little bit interested in it. I'm not sure if I buy that you came here just because of a social obligation. You have some ulterior motive, don't you? Hehe, sharp as always, Ellie. It's true, I've heard rumors that there will be something particularly interesting up for auction this year. My interest was piqued, so I decided it was time I finally attended. Aha, so then... Geht's bei ihr auch um die Puppe? Bieten die überhaupt irgendwas anderes an? Das scheint ja das einzige Auktionsversteigerungsthema zu sein. So then, what is it? An antique doll crafted during the early days of the Rosenberg studio. Alle zielen auf die Puppe ab. Was ist da los? Among doll connoisseurs such as myself, those particular dolls are considered the ultimate rarity and sell for an exceptionally high price. An antique doll from that famous studio. I presume there's quite a history behind it for it to have ended up here. Ja, der Background würde mich auch mal interessieren. Weiß sie da mehr? I don't know if it was stolen or some rich man had to part with it for some reason, but what I do know is that rumors say it's an absolute masterpiece. As a collector, I can't let this chance pass me by, can I? Jetzt sagt sie, sie wäre ein Kollektor. Vorhin hat sie aber einfach nur auf den Verkaufswert dieser Puppe angespielt, abgezielt. Also will sie die jetzt für sich haben oder will sie damit die große Kohle machen zum Weiterverkauf? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. That's true, you've been a fan of those dolls for as long as I can remember. Okay, das macht sie relativ klar.
Out of curiosity, how much does one of these dolls usually go for? Gute Frage, Lloyd. Let me think. The studio's earlier works were much bigger than their ones now, and they rarely show up on the market anymore. Genau das Thema, worüber ich mir beim letzten Mal noch Gedanken gemacht habe. And given the fact that the doll maker doesn't intend to make any like those again, they've racked up quite the premium. One was even sold for approximately 5 million MEHR at an auction in the imperial capital. Okay, one doll is that much? Well, given how passionate the fans are and how the dolls are truly priceless works of art, it's not too shocking. You're dead set on winning this bid, aren't you, Belle? Oh, you know I am. Besides, regardless of how it ended up here, it's not the doll's fault. Of course, if it turns out it was stolen, I'll make sure to take the proper measures. That includes formally negotiating with the former owner to officially make it mine. How thorough. You're dedicated, that's for sure. Hat da jemand geklopft? Oh. Ich glaube, ja, mein Headset ist, glaube ich, ein bisschen zu leise eingestellt. Pardon me, Miss Croix. Just so you're aware, the auction will be beginning shortly. Ah, thank you for letting me know. I'll head there in just a minute, so please prepare 3 seats, preferably in the back for us, will you? Oh, das macht sie voll sympathisch. Ich würde auch hinten sitzen wollen. It would be my pleasure. Belle? Hey, Ellie sieht das ganze Gespräch über so traurig aus. Ich glaube, die macht sich Sorgen. I know what you're thinking and there's no need to worry. I'll wait until after the auction to introduce myself to the speaker. He won't see you. If that's the case, ey, ganz ehrlich, die waren hier gerade eben schon so auf dem Präsentierteller bei Garcia. Ich glaube, der Drops ist eh gelutscht. If that's the case, shall we accompany her, Lloyd? Yeah, we might as well go together since we have the chance. Thanks for setting us up with seats, Belle. Oh, it was nothing. Finde ich irgendwie komisch, dass sich so spontan hier Plätze reservieren lassen. Also, dass das nicht im Vorfeld schon gemacht wurde. Aber gut, wenn es am Ende klappt, dann ist es so. Warte mal, ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ich bin jetzt hier im rechten Flügel und suche eigentlich nur den Weg zur Mitte. Hier? Ich bin mir nicht sicher wegen der Etagen, aber ich glaube, wir müssen noch eine nach unten. Ah, warte mal, hier war Wazy zuletzt. Sitzt der hier noch? Die werden jetzt wahrscheinlich alle im Auktionsraum sein, außer sie. Ich muss unbedingt noch Brenda anquatschen. Ich hoffe immer noch, dass ich das nicht versemmelt habe mit dem Buch, was mir noch fehlt. Phew, thank goodness that couple finally stopped arguing. They were this close to drawing blood, and I have no idea what I would have done if it came to that. With that done, now I can start cleaning this area. I'm a little pressed for time, so I have no time to dilly-dally. Alles gut, ich will dich eigentlich auch nicht aufhalten. Ich will nur, dass du dich einmal wiederholst und das hast du jetzt getan. Alles gut. Also einmischen hätte wahrscheinlich so oder so nichts gebracht. Ich würde mich in der Rolle des stillen Zuschauers wahrscheinlich begnügen, wenn es, auch wenn es eskaliert wäre. Ich weiß nicht, ob Worte da noch geholfen hätten oder einschreiten. This here is the banquet hall, where VIPs are normally hosted. It is not planned on being used today, so please refrain from staying here. This here is... Aber hier waren ja vorhin auch Leute, aber wahrscheinlich nicht, um ein Bankett zu genießen. Der Raum war einfach nur betretbar. So, okay. Also, oh, da ist Nikita. Ich glaube, die hat sich schon einen neuen Typen angelacht. Das ging schnell. Oh, do I spy a man with no +1? I may just have to introduce myself. James certainly wasn't strapped for MEHR, but I wonder how this man's wallet compares to his. Ekelhaft. Ekelhaft bist du, Nikita. Sorry. Since I've been talking to this woman for a while now, I decided that, heck, I should just invite her to the auction. Well, I also had an ulterior motive. It wouldn't reflect well on me if I came without a partner. Think ideas for placing a convenient woman like her in my life. Convenient nennst du das? Okay. Since I've been talking to this woman for a while now, I decided that, heck, also das kennen wir schon. Na gut. So, sonst hier irgendwas Auffälliges? Ich glaube, die Leute kennen wir hier ansonsten. Okay. Einmal durchatmen. Hey Brenda, I see you.
Wie der Lecter da oben einfach chillt. Kommt der gar nicht runter während der Auktion? Wobei von oben kann man besser gucken. Aber da kannst du nicht sitzen, ne? So many wealthy people in one place. Yes, I get the feeling there will be a tremendous amount of MEHR being exchanged tonight. Wobei dieses Szenario für Ellie eigentlich gar nicht so fremd sein sollte, oder? Weil sie aufgrund ihres Backgrounds wahrscheinlich häufiger mit reichen, wealthy people unter einem Dach Zeit verbracht hat, sage ich mal. Hello, hello. Miss Croix, we have been awaiting your arrival. Are these seats to your liking? Yes, they will do, thank you. Shall we sit? Sure. Oder sie will nur ganz hinten sitzen, um schneller flüchten zu können. Vielleicht hat das auch so einen Security-Hintergrund. It's about to begin, I'm starting to get nervous. Ich bin sehr gespannt, wie die das jetzt hier alles aufziehen werden. Und ob wir auch noch andere Objekte sehen werden, außer die Puppe. Ach, Wazy. Na, oh, so this is where you were hiding. Naja, hiding kann man das ja wohl nicht nennen. Ist ja die Hauptattraktion hier heute. Wazy? I can't help but notice you're alone. How did that argument earlier turn out? Oh, you know how it goes. A little lovers spat, and then suddenly they're in each other's arms once more. And with that beautiful reunion, I was relieved of duty. Das heißt, Evelyn und James haben sich wieder vertragen. Das hätte ich ja nach der letzten Folge nicht für möglich gehalten, aber okay. Well, I'm glad for them at least. I'm glad there was a happy ending. A friend of yours, he certainly seems like quite a character. Yeah, Mariabelle, this guy is... Wazy Hemisphere. You're Miss Mariabelle Croix, aren't you? The daughter of the head of the IBC. Oh, da weiß aber jemand gut Bescheid. It's a pleasure to make your acquaintance. Oh my, I have to stay on my toes around you, won't I? It's nice to meet you, Wazy. Shall I have someone prepare a seat for you? No, that won't be necessary. Truth be told, I was hoping that I could speak to those two for a second. Hä? Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Welche zwei meint er denn? Achso, hier Ellie und Lloyd wahrscheinlich. When I looked down at the courtyard from one of the windows, I saw a number of guard dogs that seemed to be sleeping. Any idea why that might be? Are you serious? Aber ist das sowas Ungewöhnliches? Ich meine, dass draußen Guard Dogs Wache halten, wenn man bedenkt, wie hoch die Sicherheitsvorkehrungen hier sind, ist, überrascht mich eigentlich nicht. Oder meint er was anderes? Are you serious? Guard Dogs? He must be talking about Rivage's Warhounds. Ach so. Ja, aber... Nee, das ist keine Ahnung. But why would they be sleeping now of all times? Vielleicht werden die elektrisch gesteuert oder so und sind auf Knopfdruck verfügbar. I'm sorry, Mariabelle. I think we're going to have to excuse ourselves for a little while. Hehe, something interesting must be going on, hmm? Well, don't let me hold you up. I'll stay here and keep an eye on what they're auctioning. Das wollte ich aber eigentlich auch sehen. That would be great. Thanks, Belle. Jetzt verquatschen wir die ganze Auktion. Gar nicht auffällig, dass wir uns hier zurückziehen. Vor allen Dingen voll auf dem Präsentierteller. The guard dogs they put in the courtyard are all fast asleep. Wobei, die letzte Aussage muss ich zurücknehmen. Ich glaube, es ist weniger suspicious, sich hier zu unterhalten, als wenn wir in irgendeinem abgelegenen Gang uns zurückziehen würden. Now, what could that mean? Considering the situation. Oh no! What does the dogs falling asleep mean? It's a trap laid by the Mafia. There's an intruder. Boah, das ist voll schwer. Ich tendiere also eigentlich eher zum unteren, aber ich wette, das obere ist richtig. Ich werde mich hier aber rückversichern. Ich weiß gerade nicht mehr, wie diese Mission hier heißt, aber ich werde das schon rausfinden. Ja, jetzt ist es offiziell. Also hier hätte ich einen DP liegen lassen, weil ich hätte mich eher fürs untere entschieden und wie vermutet ist aber das obere richtig. Deswegen nehmen wir mal das. Beziehungsweise gibt es dafür Bonuspunkte. I think it's likely there's an intruder in our midst. I think so too. Aber warum lässt man die dann schlafen?
damit sich der Intruder in Sicherheit wähnt und nicht aufgeschreckt ist oder so. Also ich verstehe die Kombination nicht so. Also das Resultat, was sich daraus ergibt, wir haben einen Intruder und deswegen schlafen die Hunde. Warum? Müssten die dann nicht erst recht in Alarmbereitschaft sein und aktiv und so? I think so too. In any case, something is definitely happening behind the scenes. That's the only thing we can say for sure. Let's make one more lap around the mansion just to be sure. We might notice something different. Let's go. Hehe, I'll be coming with you. This seems too fun to sit out. Okay, das heißt, wenn ich jetzt wieder reingehe, dann kommen wir wahrscheinlich gar nicht rein, oder? Doch. Da kann ich mit Brenda nochmal sprechen. Warte, das werden wir uns gleich mal zunutze machen und auch mit allen anderen. Ah, guck mal, Lecter ist auch in der Alarmbereitschaft. Und Elizabeth weicht ihm nicht von der Seite. Also, ich glaube, da bahnt sich eine Freundschaft an, wenn sie nicht schon ewig lange besteht. There, we can finally mark the stage check off our list. We found a book in the bag. Ah, its owner probably dropped it last year. It doesn't look like that particular guest is with us this year, though. If you'd like, I'd be more than happy to let you have it. Jetzt laufen wir hier durch die Veranstaltung mit einem dicken Wälzer rum. Na gut, wir wissen nicht, wie viele Seiten das Buch hat, aber wir haben Chapter 10. Juhu! The stage is ready. All that's left is to bring in all of the lots. Sehr schön. Ich wollte das eigentlich nicht verpassen. Wir müssen uns theoretisch beeilen. Oh dear, Elizabeth seems to have become quite fond of one of the guests, Mr. Arundel, I believe he was called. Wer war Arundel nochmal? Das war aber nicht Arius, oder? Ey, das muss ich jetzt nochmal googeln, weil ich glaube, das ist wichtig oder zumindest interessant. Nee, pardon, Lecter ist der Arundel, der hier gemeint ist. Mr. Arundel, I believe he was called. I was quite shocked given her usual unsociable attitude. I suppose stranger things have happened. Now that I think about it, Mr. Arundel was calling Elizabeth Noir for whatever reason. Now, what would I do if she began to not respond to Elizabeth? That would be a disaster. Tja, das musst du dann wohl mit der Katze oder mit Lecter ausmachen. Wem gehört denn diese Katze überhaupt? Das habe ich noch nicht so ganz gecheckt. Fumiya. War das eine Antwort auf meine Frage? Ich glaube nicht. Lecter, what are you doing here? Oh, Noir's just got a little attached to me and won't leave me alone. Handsome men like myself have it rough, you know. Also, Elizabeth wird auf jeden Fall irgendwie menschliche Züge haben. Ähnlich wie hieß nochmal die Katze in Cold Steel? Celine, glaube ich. Of all the movers and shakers here, this guy's definitely the most entertaining. Hey, you guys know the auction's about to begin, right? You're not gonna join in on the fun? No, unfortunately. We have some sudden business to attend to, so we'll be stepping away for a short while. Oh, you're leaving. The less competition, the better, I always say. Now, I'm not sure what business you need to attend to, but I hope it goes well. Thanks. Has he caught on to our act? Der ist auf jeden Fall auch nicht auf den Kopf gefallen. On top of being the old man's rep, I also have to win something in the auction to bring back. There's only one thing to do. I'll hang out here until some crazy expensive cat food goes up for bid for Noir's sake. Something tells me he's going to be hanging out for a long time if that's the case. Was ist los mit denen? Ich wette, Elisabeth ist seine Geliebte oder so, die eigentlich ein Mensch ist und sich in eine Katze verwandeln kann oder so. Also irgendwas muss ja die Verbindung hier begründen. Und der packt ja auch eine Menge Geld und Aufwand auf den Tisch, um sie glücklich zu machen. Also das mutet schon alles sehr, sehr strange an. Und weil er meinte, weniger Konkurrenz und so, wir könnten uns mit unserer Mira hier eh nichts leisten. Nicht in den Preissphären, in denen sich das hier alles bewegt. Let's see. Auction list, check. Gavel, check. Oh, are you looking for the second floor seats? Please, right this way. Ne, da kommen wir gerade schon her. I assure you, you will still be able to bid on any and all items perfectly well from the second floor seating. Please, right this way.
Wir müssen nur laut genug schreien. Oder hebt man die Hand, wenn man bieten will? Wie läuft das? Über Akustik? Über visuelle Signale? I don't know. It looks like the auction is finally about to begin. I'll leave the bidding to my husband. After all, I'm not sure if I'm used to this kind of environment just yet. It looks like the auction is finally about to begin. Am Ende ist doch die Frage, wer hat das Vermögen angehäuft, was ihr scheinbar besitzt. Ich finde, diese Person sollte dann auch primär darüber bestimmen, wie investiert wird. Es sei denn, die teilen sich sowieso alles. No need to be nervous, dear. Try to think of this as if it were any other shopping trip. You could even think of this as buying things for a slightly more expensive hobby. Ich glaube, die wird schockiert sein, wenn sie sehen wird, wofür er so bieten wird. Es sei denn, die kennen sich da schon sehr gut, da will ich mir kein Urteil anmaßen. I won a Perception ring last year. Well, I pray that I win something of even greater value this time around. Ja, hast das nötige Kleingeld mitgebracht? Bestimmt, wenn die sich so optimistisch gibt. Last year I fought tooth and nail in order to win a painting by the famous artist Ladi Reynard. That mortified look my competitor gave me when I made that decisive bid, nothing will ever beat that. I hope that this year's auction can deliver a thrill as great as that one. Last year I fought. Ich würde, wisst ihr, was das Einzige wäre, wo ich viel bieten würde bei so einer Auktion? Wenn man mir eine originale Earthbound Big Box im tippitoppi Zustand vorsetzen würde. Ich glaube, da würde ich ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Ansonsten fällt mir aber nichts ein, was ich von hohem Wert hier im Rahmen so einer Auktion kaufen würde. Sowas müsste es mal für Gamer geben, wenn es das nicht vielleicht sogar schon gibt. Keine Ahnung. They say this event is run by the Mafia. So what kind of auction is this really? I guess I have to see for myself. Ja, das fällt ja aber früh auf. Aber immerhin blickt er auch ein bisschen hinter die Kulissen und blendet das nicht aus. No matter who I talk to, I can't find anyone that runs an honest business. It's a little intimidating, to be honest. Verstehe ich. Das würde mich auch ein bisschen frustrieren, aber naja, die meisten wissen ja, worauf sie sich einlassen. All the VIPs have arrived, so all that's left is to look forward to tonight's auction. Don't look so tense. It's not good to overthink things. Ja, leichter gesagt als getan, aber prinzipiell hast du recht. You all look excited. Did something happen? Huh? Why would you say that? Just now, when the auction was about to start, you got up from your seats, in quite a rush, I might add. Boah, jetzt fühle ich mich aber beobachtet. Vor allen Dingen sitzt sie vor uns. Wie hat sie das denn so genau mitbekommen? Isn't it only natural to assume that something has happened? Your outfit isn't the only thing that's sharp, is it? That's quite a compliment. I can't say much, but something strange is going on in this mansion. I'm just not sure what yet. I wouldn't let your guard down, Kilika. Very well. I can't exactly leave the main hall, but I'll stay alert. Ich glaube, das wäre sie auch ohne unseren Hinweis. It's clear that you all have a different objective than attending the auction. I'm sure it's serious. I can't exactly leave the main hall, but I'll stay alert. Na dann mach mal. Also sie wäre, wenn ich mir einen Charakter aussuchen könnte aus dem gesamten Spiel bisher, der sich uns anschließt und in unserem Team mitkämpft, dann wäre sie, glaube ich, auf Platz 1. Having this lady accompany me into the auction will boost my sway with people. Ach, das ist der Nikita-Ersatzbank-Typ quasi. In exchange for that, a jewel is nothing. Boah. Oh Mann, ey. Naja, Nikita. You're going to be a man and win me a big shiny jewel, right? Of course. Doing something like that is child's play. Nicht aufregen. Nicht aufregen. You're going to be a man. Okay, das haben wir gerade schon mal gehört. Ab zum nächsten ganz schnell. If you're looking for the best of the best, look no further than the schwarze Auktion. It never fails to entertain. Still, I find it hard to stomach the fact that all our MEHR is going straight to Marconi. Und vor allen Dingen, wenn die diese Ware illegal rangekarrt haben, dann haben die nicht 1 Cent dafür bezahlt. Das heißt, der reine Gewinn, der liegt bei 100%, zumindest bei den illegal erworbenen Waren. Und das wird wahrscheinlich der Großteil sein. If you're looking for the best of the best.
Tja, müsst ihr mit eurem Gewissen vereinbaren. Ihr wollt hier viel Geld ausgeben, nicht wir, Gott sei Dank. Oh, is something the matter? The auction will be starting soon. I recommend you go ahead and find your seats. Wir wissen eigentlich schon, wo wir sitzen, aber wir haben kurzfristig andere Pläne. Just what do they think they're doing? It's already past the start time and we're still waiting on some of the items. This isn't going to reflect well on the Dawn and we'll end up getting the short end of the stick by proxy. Oh, excuse me? Everything is proceeding as scheduled. There's no need to worry. Tja, verkackt, würde ich sagen. Jetzt haben wir deine wahren Gedanken gehört. Everything is proceeding. Ja, okay, zu spät. Wir sind gut im Bilde über die Realität. A little while ago, our boss told us he felt like someone uninvited is planning to cause some trouble, but there haven't been any reports of anybody trying to sneak into the auction among the guests as of yet. With our security, you can rest easy and enjoy this year's schwarze Auktion. Ja, machen wir aber nicht. A little while ago, our boss told us some trouble as of yet. Schwarze Auktion, okay. So, oh, Imelda, guck mal, sich erstmal einen Platz hier gesichert in der ersten Reihe. Schön ihr Handtuch vorher auf den Stuhl geschmissen. If a Rosenberg Studio doll is really going to be up for bid, I imagine it will be one of the final items. Still, the real question is, what price is it going to go for? I can't wait to see how that plays out. Ich hoffe, dass wir wenigstens das nicht verpassen werden. I think I just nod off until then. Hauptsache, du verpasst dann den Anfang nicht. Aber wegen dem ist sie wahrscheinlich auch gar nicht hier. Sie wartet auch nur auf die Puppe. Today I accomplished what I came here to do. Get in contact with Speaker Hartman. Ah, das ist der Speichellecker von letztens. All I have to do now is make some large bids to make myself look good. Wobei Netzwerken wahrscheinlich in diesen Kreisen hier schon essentiell ist, um Einfluss und Reichtum zu mehren, aber diese ganzen Raupen-Nimmersatt-Leute, weiß ich nicht, finde ich schon irgendwie ein bisschen kritisch. Now what am I going to take home this year? Tja, du weißt ja noch nicht mal, was hier heute angeboten wird, aber darauf freut er sich scheinbar gerade. Oh ho ho, Father's confidence is truly something to behold. I look forward to seeing him in action once the bidding has begun. As self-assured as he is rich, truly, Father is a paragon among men. Das ist der Typ, der seine Tochter hier irgendwie verheiraten wollte und ihr hier einen Mann finden wollte, im Potenziellen, ne? Ich erinnere mich, die haben wir zuletzt im Hotel angetroffen. Also sie steht positiv ihrem Vater gegenüber. Das war mir beim letzten Mal nicht zu 100% klar. It's finally time. Dear daughter of mine, do you know who's going to win the majority of the items up for bid tonight? Well, the one with the most MEHR, of course. In other words, you, Father. Exactly. I'm glad you understand. Ey, müssen die ganzen Kerle hier in dem Raum kleine Penisse haben, ey, unfassbar. Na gut, ja, wir sind zur Arbeit hier, nur nicht zu viele Gedanken machen. Showing how deep your wallet goes early on is key to succeeding in the schwarze Auktion. You have to bid with confidence or else other bidders will find the motivation they need to keep going. Showing how deep your wallet goes, schwarze Auktion going, okay. Judging by Don Marconi's attitude in the salon, I expect more than just a standard fare in this year's auction. I have to be conservative with my MEHR until the items I really want come out for bid. Judging by Don Marconi's attitude, also auction bid, okay, das haben wir gerade schon mal gehört. On second glance, isn't that blonde woman the IBC CEO's daughter? Ja, sie sitzt schräg hinter dir. If I remember correctly, she has a burning passion for the dolls made by the Rosenberg Studio. Was die Leute so alles über sie wissen. Oh dear, she could very well utterly destroy me should it come to a bidding war between us. Ich glaube, das wird ein Bidding War des gesamten Raumes hier, weil das wahrscheinlich das Prestigeobjekt Nummer 1 auch sein wird, wo jeder damit protzen kann, dass er hier als Gewinner hervorgegangen ist. Oh, das ist neu. No, now's not the time to lose heart. I come from nobility. There's no way she beat me when it comes to MEHR.
If that lady truly is the daughter of the IBC CAO, I'm in for a wild ride. Okay. Ich glaube, sie hat eh alles gehört. Hey, now's not the time to lose your cool. If you can't relax, you start losing bits you would normally win. Ich finde eigentlich solche Auktionen echt spannend. Ich finde es nur schwierig, dass die Leute hier gefühlt größtenteils gar nicht wegen den angebotenen Gegenständen, Objekten, was auch immer, da sind, sondern dass die einfach so ein Exempel statuieren wollen und mit ihrem Geld einfach protzen wollen. Sollte nicht die Ware an sich irgendwie im Fokus stehen? I stay here and observe what items they put up for bid. I don't know if anything is going to happen, but try to be careful. Ja, du aber auch. Also, wir sind ja immer noch zu dritt, ne? Wobei ich schätze mal, dass eine Bär sich auch zu verteidigen weiß, wenn es hart auf hart kommt. Na gut, die Gefahr, die Frage ist ja, für wen geht ja eigentlich Gefahr aus, ne? Also, müssen die Gäste überhaupt irgendwas befürchten oder muss ich eher ein Makroni oder ein Hartmann sorgen? So, der gute Christoph hat uns verlassen. Ich weiß gar nicht, wonach ich jetzt genau Ausschau halten soll. Between you and me, those guards' dogs they're keeping in the courtyard are absolutely frightful. Ah, guck mal, aber sie spricht das an. No matter what they tell me, I'm absolutely certain those are Ravash and Cole's warhounds. Those guard dogs they're keeping in the courtyard are absolutely frightful. Heaven forbid they get in and bite one of the guests. Ja, das würde hier für ordentlich Chaos und vielleicht auch für Tote sorgen. I managed to finish cleaning up the salon, at least for now. Hey Christoph, na? There's still the meeting to plan for this evening's events, though, so I believe we should meet in the banquet hall. Ah, war das ein Hint? Ich weiß noch, wo das ist. Das ist das, wo wir Wazy das erste Mal angetroffen haben. Warte mal gucken, ob ich jetzt straight into the right room laufe. Vielleicht bin ich aber auch komplett auf dem Holzweg. Ich nehme nur gerade jeden Strohhalm, der mir irgendwie hingehalten wird. So, gibt's hier was Neues? It's super busy tonight. Okay, aber wenigstens hast du jetzt deine Ruhe. Ich glaube, wenn ich so eine Maid wäre oder eine Reinigungskraft oder keine Ahnung, welche Funktion ich im Rahmen so einer Veranstaltung hätte, ich wäre froh, wenn ich meine Ruhe hätte und nicht zwischen Menschenmassen irgendwie meiner Tätigkeit nachgehen müsste. I have to finish preparations for the after party before the auction ends. Well, this room won't clean itself. Machst du denn auch mit sauber oder macht das nur sie? Ich habe ihren Namen schon wieder vergessen. Pamela. Wie konnte ich dich denn vergessen? Pamela ist für mich am stärksten namentlich assoziiert mit der Atelier-Serie, auch wenn ich da nur zwei Teile bisher gespielt habe. Aber in beiden tauchte sie auf, die gute Pamela. Und sie war so vom Design her damals schon einer meiner Lieblingscharaktere. NPCs aber. Ich glaube, nee, spielbar war sie nicht. Zumindest nicht in den beiden Teilen. Aber die Serie, die ist ja so unfassbar riesig. Also, keine Ahnung, ob es Pamela auch in den anderen Spielen gibt. Nee, ich werde bestimmt... Moment, wenn die da unten alle warten, dann wird hier oben irgendwas gerade abgehen. Da, wo wir hinter der Tür beim letzten Mal schon... auffällige Stimmen vernommen haben. Ja, hier sind wir richtig. No good, he's out cold. It looks like he was taken out with a single blow. Impressive. Who could do something like this? Let's go inside. Hä? Ist das Yin? You. When did you get here? Yin. Das ist also... Rishia, die jetzt hier quasi in diesem Raum vor uns steht und die jetzt auch das Leben von diesem Typen auf dem Gewissen hat. Übrigens, ich weiß nicht, ob ich das jemals in dem Let's Play angesprochen habe, aber danke für den Hinweis, dass man vor allen Dingen anhand der Waffe jetzt schon Rishia theoretisch hätte erkennen können, wenn man das nebeneinander legt mit dem Epilog aus Cold Steel 2. Weil jetzt wird mir die Waffe zum ersten Mal so richtig bewusst. Ich habe dem vorher nicht so die Beachtung geschenkt, aber ich wäre auch nie auf die Idee gekommen, dass sich dahinter Rishia verbirgt. Haha, I am known as Yin, and I can appear anywhere the moonlight may shine. Ja, guck mal, diese Moon-Rolle,
es passt alles zusammen. Auch diese Rolle, die sie bei Ark and Seal spielt. Alles ist irgendwie mondgebunden bei ihr. Cut the crap! Hurry up and die! Fools. Ja. Ich glaube, diesen Move haben wir schon mal gesehen, als wir im Stargazer Tower gegen sie schon mal gekämpft haben. Wobei die Chains, die erinnern mich eher an Sharon. Unbelievable. Warum setzt sie den Kettenangriff ein, wenn sie eigentlich ihr Schwert als Hauptwaffe hat? What? I thought so. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob sie uns nochmal konfrontiert. I thought I sensed some peculiar presences, so you snuck in as well, hm? You seem like an especially dangerous fellow. Let me guess, you're the famous Yin I've heard so much about? Right you are, Wazy Hemisphere leader of Crossbear City's Testaments. So you were one of the odd presences I sensed. And there are yet more here as well. Hey, this auction truly is a lion's den. Me? Odd? What a funny thing to say. So, do you plan to dispose of us just as swiftly as you did them? Überleg dir das, Rishia. Lloyd und Ellie kennst du ja gut und wir waren immer dicke miteinander. Wait, what? Despite it being simpler to deal with you all here and now, I think it will prove more entertaining to watch you fend for yourselves. What do you mean? The exhibits for the second half of the auction are all stored in the room over there. According to information that was sent to Hier, there's a bomb, so to speak, among those items. I recommend you confirm it for yourselves. Oh je. Im wortwörtlichen Sinne Bombe oder als Metapher? Hey, wait! How is he that fast? I see that this Yin is as much a monster as the rumors made him out to be. Ich find's nur krass, dass die alle davon ausgehen nach wie vor, dass er männlich ist, weil Rishia spricht ja auch mit denen. Also kann die ihre Stimme so krass verstellen oder hat sie eine grundlegend tiefe Stimme? Ich weiß es nicht, aber dass es keinem auffällt, dass da irgendwas vielleicht anders sein könnte. I see that this Yin is as much a monster as the rumors made him out to be. Das habe ich gerade schon mal vorgelesen, ne? We should consider it a blessing from the goddess. We didn't have to fight. Now, what do you intend to do, Lloyd? Wir müssen die Ware auf jeden Fall checken. Time's running out. Let's conduct a sweep of the room Yin mentioned now. I want to see whether or not this supposed bomb is really here. Haha, you never disappoint, Lloyd. Was soll er denn auch sonst darauf antworten? We don't have much choice. Ja, so ist es. Let's investigate the room with haste. Let's go. Würde ich jetzt auf der anderen Seite der Villa auch in die Private Rooms reinkommen? Bin am Überlegen, da auch nochmal vorbeizuschauen. He's completely unconscious. He is completely unconscious. Das wird wahrscheinlich bei allen stehen. Aber guck mal, sie hat ihn nicht getötet. Wenn die nämlich nur bewusstlos sind. There's something about that room in the back. Well, we don't have much time. For now, let's focus on investigating it. Okay, ich dachte, wir können es ja mal probieren. So, Wazy taucht hier auf jeden Fall nicht auf. Der ist jetzt schon eine Weile. Also das zweite Mal ist er ja schon bei uns. Deswegen dachte ich, vielleicht geht er irgendwann mal ins Hauptteam über. Zumindest temporär. Was? Wir können resten? Okay. Okay. Das heißt, es kommt ein Kampf. Das heißt, wir werden uns gleich irgendjemandem... Nein, ich wollte eigentlich leaven, aber ich wollte eh nochmal speichern. So, gesagt, getan. Ich habe irgendwie ein bisschen Angst, auch weil wir jetzt in limitierter Gruppenstärke unterwegs sind. Wobei Wazy, wer weiß, was der so alles kann. Da ist ein ganz dicker Koffer oder Kiste in der Mitte gewesen. Das war schon auffällig. This room must be... Oh mein Gott. Please find me. Jetzt ist der Text sogar noch erweitert worden. Where they're storing the exhibits for the auction's second half. There are still so many of them left in here.
only the extremely valuable things appear in the second half. We don't have too much time left. Shall we split up and search? Let's do it. I have a feeling we're going to find something in here. Boah, also der größte Impuls ist direkt das hier zu öffnen, aber ich glaube, da sollten wir vielleicht als letztes hin. Mal gucken. They certainly have quite the event planned for tonight, don't they? Since I'm already breaking the rules, I might as well take a souvenir with me. Listen, you know I can't let that happen. A joke, Lloyd, a joke. I'm not so low that I would stoop to thievery. Still, you have to admit that most of this stuff looks pretty fishy. Ja, genau deswegen ist es vielleicht auch nicht sinnvoll, das einfach mitzunehmen. Just because I'm the leader of a gang doesn't mean I'm okay with theft. Besides, most of the things here are a bit too shady for me. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass seine Gruppe so komplett noch nie was mit Diebstahl so zu tun hatte. So ganz kaufe ich ihm das nicht ab. There's a pile of ancient books and an assortment of other items. Aha. Okay, interesting. Das heben wir uns fürs Ende auf. A beautiful painting is on the ground. Naja, geht so. Is that beautiful? Ich würde sagen eher nicht. There is a taxidermy of an endangered species. This room is covered with all sorts of famous pieces of art. How exactly were they able to gather all of this? And I'm still worried about the bomb Ian warned us about earlier. Lloyd, are you alright? You went pale all of a sudden. It's nothing, don't worry about me. So neither Ellie nor Wazy heard the voice. What's going on here? Irgendeine Connection hast du scheinbar zu jemandem, die andere nicht haben. I can't fathom how they were able to gather together all of this. Revenge must have more connections across the continent than we thought. So ist es. Obwohl man das eigentlich auch hätte kommen sehen können, finde ich, nach dem Ganzen, was wir so an Background Information bisher gesammelt haben. There's a statue of a Valkyrie, antique tableware and a variety of ominous masks. Aha. Die Statue ist mir auch direkt ins Auge gesprungen. Die ist ganz hübsch. Also zwar ein bisschen pixelmatschig so, aber ich glaube, im Real Life wäre das schon ganz schnieke. So, Leute. Es ist soweit. Captain Obvious, dass es hier weitergeht. What's with this trunk? This thing is massive. What could possibly be in here? It's locked, but I still might be able to handle it. Lloyd took out a lockpick from his detective toolkit. Voll der MacGyver hier. Gut vorbereitet. Good thing I learned how to use these during detective training. I would have never guessed back then that I'd be using them in a place like this, though. Tja. Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. So sagt man doch, ne? Got it. Ich habe ein bisschen Angst. What? Da ist wirklich eine Person drin, sie atmet. Aber es ist nicht Ren. Wer bist du? Ist das Rosenberg Studio Doll? Ich habe es gewusst. War das in dieser Folge oder in der letzten? Wo ich irgendwas erzählt hatte, von wegen, dass hier Menschenhandel betrieben wird und dass die Puppe vielleicht sogar lebendig ist. Wie die einfach hier in den Koffer eingesperrt haben. Was ist denn da los? I know people have said they almost look alive, but this is on another level. Die lebt doch wirklich, oder? What is going on here? Ich würde einfach mal den Puls abchecken, wobei das wahrscheinlich auch nicht so die höflichste Art wäre, sie jetzt einfach anzutatschen, aber Doll, Fragezeichen. Oh, wie hübsch sie ist. Hi. Huh? Who are you? What? ich fühle seine Reaktion so heftig. Lloyd, what's wrong? Tja, guckt mal hin. Girl. You're... What were you doing in... What's wrong? Your eyes are super duper wide. You look pretty funny like that, you know? I think it was a pretty normal reaction to finding a girl in a case. Did you get yourself stuck in there? What's your name?
Wait, more importantly, where are your mom and dad? Sie wurde künstlich erschaffen. Ich wette, das ist so ein Mittelding. Ich wette, sie ist kein richtiger Mensch, aber ihr wurde irgendwie in den Rosenberg Studios irgendwie eine Seele einverleibt oder so. Keine Ahnung. Mom, Dad, what are those? The only thing I know is that my name is Kia. Kia, you don't remember anything else? Who in the world are you? Hey, Lloyd. Look at her clothes. I find it hard to believe she's the daughter of any of the guests. Sie ist halt gekleidet wie eine Puppe halt, ne? I know. Ah, so that's it. Friends, I think we found our mysterious bomb. We have a large suitcase supposedly containing a Rosenberg studio doll. Just imagine what would have happened if that case was taken on stage and opened up in front of everyone. Yeah, ich verstehe immer noch nicht, wer oder was sie eigentlich ist. You're right. Oh, your name is Lloyd? Lloyd. I like it. Thanks. Wait, my name isn't important. Kia, do you remember anything before you were put in this suitcase? Like your home or even someone you know? Nope, I can't remember a thing, sorry. Oder sie ist ihres Gedächtnisses beraubt worden und ist deshalb so unbeholfen? Ich weiß es nicht. You've got to be kidding me. Still, we can't leave you in a place like this. We've got to get you out of... Oh. Damn it. Oh no. Oh dear, it seems our time is up. What the hell? Intruder, seriously! Quick, check on the goods! Hier! Jawohl! Gib ihm, Wazy, nice! Ich mag den irgendwie von Folge zu Folge mehr. Wow! He's fast und sie löst gerade so harte Beschützerinstinkte in mir aus, die kleine Kia. Wazy, we should prepare for the worst, shouldn't we? If we stay here any longer, we'll be caught for sure. Ah, da sagt er was, you're right. Ah, jetzt geben wir uns zu erkennen. Weiß ich nicht, ob das so klug ist, aber ich glaube, jetzt ist eh alles egal. Kia, will you come with us? I promise that we will protect you to the very end. Oh Gott, die ist so cute. I don't really know what's going on, but I don't mind going with you. I am ready when you are, Lloyd. Good girl. Ellie hat sich gar nicht richtig vorgestellt, aber es ist auch nicht die Zeit dafür. Whee! You two, let's change into some more comfortable clothes. We need to be as fast as possible. Also, we should contact Randy and Theo. They're on standby outside. We're going to take this girl with us and escape the mansion. Understood. It looks to me like the real party is just getting started. Ja, so kann man das auch sehen. Oh mein Gott, ich bin voll überfordert. Was hat es mit ihr auf sich? Ich habe so viele Fragen. Ach, guck an. Jetzt ist Wazy hier plötzlich mit aufgelistet, ohne dass so eine Einblendung kam, dass wir ihn jetzt auch mit steuern können oder so. Gleich mal abchecken. Wobei, nee, ich rüste dem jetzt nichts aus. Nicht, dass ich die Items am Ende wieder verliere. Meine typische Angst, wenn wir irgendwelche Gastleute dabei haben. Und bei ihm bin ich mir relativ sicher, dass er auch nicht lange bleiben wird. Weil ich mich mental schon drauf... Guck mal, sein Enigma sah anders aus als unseres. Epstein? Seins ist auch von Epstein, aber hat irgendwie ein anderes Design. Ich finde unseres eigentlich ein bisschen schöner, muss ich sagen. Aber gut, darum soll es jetzt nicht gehen. He's completely unconscious. Ich werde jetzt hier nochmal speichern, Leute, denn wir werden heute nicht mehr weit kommen. Ich will nur kurz gucken, was passiert, wenn wir hier vor die Türe treten. Ob jetzt hier irgendwie Gegner auf uns warten oder ob wir einfach nur rauslaufen müssen. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, so weit haben wir es nicht bis zum Ausgang. Aber das war klar, dass wir ausgebremst werden. There they are! The intruders! Kia, get back. Oder sagt man Kia, weil das A so groß geschrieben ist. Ich glaube, ich bleibe aber erstmal bei Kia. Okidoki.
Here they come. Ja, und da sind sie auch schon. Gut, ihr Lieben, ich werde jetzt hier an dieser Stelle aber den Part beenden. Wir werden uns beim nächsten Mal in diesem Kampf hier wiederfinden und irgendwie ist gerade jede Folge ultra spannend. Also die Auktion hat sich damit dann wohl erledigt. Ich will wissen, wer sie ist. Ich will wissen, wie es weitergeht. Ich will wissen, ob es da eine Verknüpfung zu Ren gibt und ich schätze ganz stark, dass unser nächstes Ziel vielleicht Rosenberg Studios sein wird und da unser nächster Dungeon auf uns warten wird, auf den ich von Tag 1, wo ich das erste Mal dort gewesen bin, Bock hatte. Und ich kann es gar nicht abwarten, weiter zu spielen. Aber für heute erstmal Feierabend. Ich bedanke mich fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut, ihr Lieben, und bis dann. Ciao.